Hey Lovely, ich sitze hier gerade wieder mal vor einer fantastischen Liebeslegung. Ich wollte jetzt einfach mal anfangen, ich habe mir ein paar Karten abgeholt, ich habe einfach gesagt so, ey, was tut sich liebestechnisch gerade im Kollektiv? Weil es ist ja immer noch so ein Aufschwung, gerade jetzt Richtung Frühling fühlt sich das so ultra intensiv an. Und ich wollte einfach so ein bisschen reinstalken. Und dann habe ich mir die Tarotkarten abgeholt, die Lenormand-Karten abgeholt und habe mir gedacht, nein, dazu muss ich ein Video machen. Unbedingt. Halt dich fest. Also pass auf. Wir haben gestartet mit den Vögeln. Dann haben wir den Herzmensch. Schatzi, Schnucki, Gegenüberlein, wer auch immer die Person in deinem Leben ist. Dann die Sense. Und, wie Sie sehen, die Sense sticht genau in dieses Gegenüber. Habe ich mir gedacht, hä? Was bitte? Was soll das? Was wird das? Danach sind zusammen rausgefallen das Herz und der Hund. Und unter dem Deck haben wir den Garten. Hier, den Garten, ja, oder den Park. Und dann so, wow, okay, WTF, ich muss sofort in die Sense reingehen. Sofort. Habe ich mir das Tarotdeck dazu geholt und habe bekommen die 7 der Kelche, die 8 der Kelche und das Rad des Schicksals. Alle 3 in Kopflage, genauso wie die Sense auch, die hier reinsticht. Ich habe dann noch Twin Flame Karten abgeholt, aber die lassen wir jetzt mal auf der Seite. Dazu kommen wir nachher. Gehen wir mal in die Deutung, ne? Also, wir haben hier ein Gegenüberlein. Wir haben hier einen Herzmenschen, einen Schatz von dir oder irgendeine andere Person, ja, muss ja nicht immer Thema Liebe, Partnerschaft sein. Es geht auf jeden Fall darum, dass dieser Mensch ziemlich viel Stress hat, eventuell ziemlich viel Kopfstress hat und das umfasst jetzt wirklich eine große Energie. Also allgemein in seinem Leben ist dieser Mensch nicht ganz happy. Nichts läuft so richtig. Die Lebensfreude ist vielleicht nicht so ganz vorhanden. Es sind ganz viele Stresssituationen, Konflikte eventuell auch mit anderen Menschen, Streitgespräche, ein allgemeines Unwohlsein. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Kennst du das vielleicht aus deinem Leben? Es gibt so Zeitabschnitte oder Zeitqualitäten, da fühlst du dich vielleicht in deiner eigenen Haut nicht mehr wohl. Du kannst dich selber nicht mehr sehen, nicht mehr riechen, du möchtest am liebsten gar nicht mehr in den Spiegel gucken. Du kommst einfach überhaupt nicht mehr mit dir zurecht. Vielleicht kennst du das, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann herzlichen Glückwunsch. Aber wenn ja, genau das macht dieser Mensch gerade durch. Der möchte das hinter sich lassen. Irgendwas ist hier passiert, in ihm, wo er gesagt hat, nein, ich will diesen Stress nicht mehr, ich will diese Unruhe nicht mehr, ich will dieses Auf und Ab und hin und her nicht mehr. Ich brauche eine emotionale Konstante, ich brauche eine emotionale Sicherheit. Ich drücke es jetzt so aus, vielleicht hat jeder irgendwo eine andere Deutung dafür, aber das, was ich meine, ist diese Ruhelosigkeit, Ruhe und Rastlosigkeit in diesem Menschen, sein ganzes Leben betreffend, seine ganzen Lebensbereiche betreffend, das möchte er nicht mehr. Naja, sag, was du willst, du bekommst, was du willst. Vielleicht hat er irgendeine Art von Wunsch geäußert und natürlich reagiert das Universum. Deswegen sage ich immer, sei vorsichtig mit deinen Wünschen, denn sie könnten in Erfüllung gehen. Und tada, ich freue mich gerade so sehr, tada,
Es ist geschehen, das Universum hat gesagt, hier bitteschön, hier hast du deinen Umbruch, hier hast du deinen Aufbruch, deine Spaltung. Er kriegt direkt, okay, das hört sich jetzt ein bisschen heftig an, ja, er kriegt direkt die Sense rein, symbolisch gesprochen, natürlich, ja. Die Sense, ja, ist sowas wie ein Turm, eine Turmenergie. Die Sense bringt Spaltung, die Sense bringt Klarheit, die Sense bringt Reinigung, die Sense bringt eine Trennung von gewissen Energien. Gehen wir jetzt gleich in die Klärung mit den Tarotkarten? Ne, wir machen erstmal hier die Reihe. Wir kommen gleich zurück zur Sense, okay? Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dieser jemand diese emotionale Sicherheit, diese emotionale Stabilität herbeisehnt. Wir sind nicht hier, um flatterhaft zu sein. Wir sind nicht hier, um oberflächlich zu lieben. Wir sind nicht hier, um uns mit Belanglosigkeiten abzutun. Wir probieren es vielleicht in unserem Leben immer wieder mal, aber wir werden ganz oft eingeholt von unserem höheren Selbst, von unserem wahren Ich, von unserem Herzensweg, Seelenweg, von unserer emotionalen Konstante. Wir wollen wahrhaftig sein, leben, fühlen, lieben. Wir wollen unsere eigene Sicherheit sein, der Fels in der Brandung sein und dementsprechend dann auch natürlich in Bezug auf eine andere Person, in Bezug auf dich jetzt in diesem Fall, wenn das dein Gegenüber ist, ja. Da geht der Weg hin. Nehmen wir das hier gleich mal noch dazu, so rum. Vielleicht sollte ich es einfach richtig nehmen. Herzöffnung, Kommunikation, ein Treffen, ein Gespräch, ein klärendes Gespräch, eine Entschuldigung, eine Einladung, was auch immer. Ihr kommt hier zusammen in irgendeiner Form, also in Form eines Treffens. Ich meine jetzt nicht, ihr kommt hier unbedingt zwingend zusammen Richtung Beziehung. Das eine schließt das andere nicht aus, aber hier ist erstmal der Gang in deine Richtung. Der Weg führt zu dir. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dieser Sense, weil das hatte ich ja direkt geklärt, weil ich habe mir das Bild vorhin angeguckt und habe mir gedacht, was ist denn da? Was macht diese Sense hier? Warum hackt die Sense auf diesen Menschen rum? War dann klar, als ich das gesehen habe, ja? Die 7 der Kelche und die 8 der Kelche. Plus, so rum, ja. Plus das Rad des Schicksals. Du tust und du machst in deinem Leben und irgendwann mal merkst du, hey, dieser Weg führt mich im Kreis rum oder führt ins Nirgendwo oder ich laufe ständig mit dem Kopf gegen eine Wand, aber ich komme nicht durch. Stagnation, Barrieren, Blockaden, ich versuche es immer, aber ich finde mein Glück nicht. Eine Endlosschleife. Nichts geht voran. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wo ist hier? Genau. So viele Oberflächlichkeiten, so viele Unwahrheiten, so viele Täuschungen, Ablenkungen und ich kann nirgendwo wirklich reinblicken bzw. dahinter blicken. So kann ich doch nicht weitergehen. Und egal, was ich mache, egal, was ich denke, was ich fühle, ich komme nicht weiter. Und auf diesem Weg gibt es auch kein Weiterkommen. Auf diesem Weg gibt es keine Art Erlösung oder Weiterentwicklung. Da ist nichts. Das ist ein ewiger Kreislauf.
Er dreht sich im Kreis. Die absolute Stagnation. Und das ist der Ursprung dessen für jeden Menschen, dass es nur noch in eine Richtung geht, und zwar in eine neue Richtung. Eine Neuausrichtung, ein Richtungswechsel. Und dazu braucht man, ja, wohl oder übel, wenn wir es selbst nicht checken, brauchen wir dann so eine Sense, so einen Turmmoment beziehungsweise die Turmenergie, die hier ganz klar sagt, hey, du kannst dich jetzt noch 10-mal im Kreis drehen, aber es geht nicht weiter. Natürlich, die Entscheidungskraft liegt immer bei uns. Okay, jetzt mal unabhängig von diesem Gegenüberlein. Wir entscheiden, ob wir weitergehen wollen oder nicht. In diesem Fall ist es klar, er fühlt sich so unwohl in seiner eigenen Haut. Er fühlt sich so unwohl in dieser Situation, in seinem Leben, dass er diese Öffnung braucht. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft, nach Zweisamkeit ist so groß. Er kann nur diesen Weg gehen. Und einerseits haben wir das jetzt natürlich allgemein gesprochen, dass dieser Mensch im Allgemeinen in die Öffnung geht, je nachdem, was es hier, auf welchen Lebensbereich du schaust. Habe aber noch zeitgleich drauf geguckt, jetzt in Verbindung zu dir. Vielleicht gab es hier auch vorweg irgendwelche Gespräche, wo du einfach gesagt hast, du pass auf, ich möchte jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Ich will dieses Larifari, dieses Oberflächliche, dieses Hin und Her nicht mehr. Und da kam eventuell auch eine gewisse Art von Druck hoch, aber jetzt nicht dieser Druck, der Widerstand erzeugt, dieses, was schnell in eine ablehnende Haltung führt, sondern der Druck nach Erlösung, der Druck nach Befreiung, der Druck, die Liebe zu leben. Ich hatte schon erzählt, ich habe noch von den Twin Flames, habe ich noch Kärtchen abgeholt. Dieser Mensch möchte zurück zu seinem wahren Selbst. Ja? Es könnte jetzt natürlich auch der Fall sein, dass du mit diesem Menschen schon zu tun hattest, in irgendeiner Form, dass es sich vielleicht wieder so ein bisschen auseinandergeschlichen hat, weil ihr beide nicht bereit dafür wart, für diese Art von Verbindung, für diese Intensität, für diese Intimität. Und dementsprechend hat jeder dann so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Aber das ist wie so ein Gummiband, das sich gestretcht hat, das auf Spannung war und jetzt zieht sich das wieder so Stück für Stück zusammen. Ja? Es ist eine Rückkehr und alleine durch diesen Wunsch der Rückkehr, ich habe jetzt hier einfach mal durcheinander geschmissen, der Wunsch der Rückkehr hat diese Transformation ins Leben gerufen, diesen Turmmoment, diese Sense, die direkt sein Herz trifft. Hier wurde ein Reinigungsprozess gestartet. Und entweder ist er jetzt gerade mittendrin oder er startet oder er ist schon kurz vorm Abschluss, was auch immer, spielt keine Rolle. Du weißt ja, das Universum kennt keine Zeit etc. pp. Auf jeden Fall, hier ist ein Reinigungsprozess im Gange. Und zwar ein starker Reinigungsprozess auf emotionaler Ebene. Das ist eine Grundsanierung im wahrsten Sinne des Wortes. Wozu führt das? So eine Grundsanierung bzw. die Konfrontation mit den eigenen Gedanken, mit den Gefühlen, mit allem um sich herum. Okay, Moment.
die Energie der 7 der Kelche hier, diese ganze Auswahl, sämtliche Oberflächlichkeiten, sämtliche Unwahrheiten, sämtliche Täuschungen, sämtliche Möglichkeiten, die man vor die Füße geworfen bekommt, aber wo man nicht wirklich weiß, was dahinter steht. Wenn man die Entscheidung trifft, ich möchte das alles nicht mehr, ich möchte wirklich und wahrhaftig glücklich sein und leben und lieben. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ach so, wenn man diese Entscheidung trifft, dann geht es nur in die Wahrheit für diesen Menschen. Da geht es nur, hier, ich sage immer, sowohl als auch, aber in diesem Sinne gibt es nur entweder oder. Entweder ich lasse das Alte hinter mir und starte wirklich mein eigenes Leben, meinen persönlichen Weg, oder ich verharre weiterhin in dieser Wolke. Aber einmal die Entscheidung getroffen, die Wahrheit erfahren zu wollen, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja. Und da kommen Erkenntnisse. Da steht plötzlich ein Verstehen im Raum, ein Verstehen der Energien, der Gedanken, der Gefühle, der Dinge, die man getan hat und gerade dabei ist zu tun. Und es kommt eine komplett neue Lebensfreude auf, auch dadurch, wenn er jetzt anfängt, er selbst zu sein. In der Stille findest du, oder allgemein gesprochen, in der Stille findet man alle Antworten, die man benötigt. Hier ist aber noch was anderes mit drin. Es ist die, kann man sagen, die Gesichtslosigkeit. Es spielt keine Rolle, wer man vorher war. Innerhalb dieses Larifari-Lebens, innerhalb dieses Schauspiels, dieses Theaterstücks, in dem man sich nicht mehr wohlgefühlt hat. Es spielt keine Rolle, wer man war. Nach einem Reset kann man sich wieder komplett neu finden. Das ist jetzt so die Hintergrundenergie. Okay? Und ich glaube, am Anfang des Videos hatte ich ja erwähnt, oder hatte ich, glaube ich, irgendwas gesagt von wegen, ich liebe es, wenn solche geführten Sachen aufkommen. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gesagt habe, aber auf jeden Fall habe ich es mir gedacht. Weil unterm Deck, ups, jetzt habe ich gerade das ganze Kartendeck umgeschmissen und schon wieder. Unter dem Deck haben wir die Führung. Es ist das Erkennen des eigenen Lichts und die Hingabe an den höheren Weg. Dieser Mensch sagt hier Ja zur Liebe, Ja zur emotionalen Stärke oder zur emotionalen Stabilität, das Fließenlassen der Emotionen. Dieser Mensch sagt Ja zur Treue, weil das Alte einfach nicht mehr trägt. Dieser alte Weg, was auch immer hier vorgefallen ist in seiner Vergangenheit, er hat absolut keinen Bock mehr darauf. Eigentlich könnte ich jetzt noch eine Botschaft abholen, was er dir denn auf diesem Wege noch mitteilen möchte. Das machen wir. Also, wie gesagt, das ist jetzt zum einen mal der Weg seiner Herzöffnung und zum anderen
gucken wir jetzt, was es bedeutet in Bezug auf dich, was er dir mitteilen möchte. Oh, noch was? Oh, oh, das ist cool. Das ist cool. Liebesgeständnis. Also, ich habe von einer gemeinsamen Zukunft mit dir geträumt. Es kann sehr gut sein, dass das auch ein Mitgrund ist für diesen ganzen Stress, den er plötzlich in seinem Leben hatte. Es muss nicht sein plötzlich, ja. Also es kann sein, dass sich diese Art von Konflikt, Tumult schon eine längere Zeit gezogen hat. Aber es kann sein, dass ein Teil davon die Verbindung oder die Beziehung zu dir ist, dass er einfach gesagt hat, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das andere nicht mehr, ich will diese Stabilität, diese Intimität, diese Intensität mit dir haben. Und dadurch, dass er von dir geträumt hat, von deiner Nähe, von deiner Liebe und vielleicht auch sich die Zukunft eben vorgestellt hat mit dir, das gibt ihm dann gleichzeitig noch mehr Kraft, diesen Weg zu beschreiten. Ja, sowas ist wirklich, wirklich mächtig. Ich möchte mich mit dir verbinden. Ich möchte zu dir kommen. Ich möchte dich empfangen. Ich möchte dich in meine Arme schließen. Ich möchte dich erreichen. Er möchte zu dir. Das ist ein volles Ja. Ein volles Ja dieses Menschen in deine Richtung. Und jetzt pass auf, wir haben noch eine Karte unterm Deck. Ich habe mich in dich verliebt. Genau in dem Moment, als wir uns trafen. Aber jetzt nicht treffen im Sinne von, wir haben uns gesehen oder wir hatten hier ein Date oder wir haben hier zusammengefunden, sondern in dem Moment, wo eure Herzen sich miteinander verbunden haben. Das kann ein Augenblick gewesen sein, den ihr nicht mitbekommen habt oder nur einer von euch beiden. Es kann aber auch sein, dass ihr euch in dem Moment gegenseitig in die Augen geblickt habt und gewusst habt, wir gehören zusammen. Geil, oder? Ist es nicht Hammer? Ist das nicht Hammer? Und ja, ich darf hier noch hinzufügen, es ist tatsächlich ein großer Teil der Männer bzw. der göttlich-männlichen Energie, die sich hier dieser Öffnung hingibt, / unterwirft. Da ist ein Gefühl der Demut, da ist ein Gefühl der Dankbarkeit im Kollektiv. Danke, dass ich wieder ich sein darf. Danke, dass ich mich auf meinen persönlichen Weg oder meine, wie sagt man, meinen Weg der göttlich-männlichen Energie begeben darf. Hier ist der Riesentumult, gell? Ich habe hier noch eine Karte unter der Karte unterm Deck gefunden, die muss ich auch noch kurz dazu nehmen. Ich bin voller Hoffnung, dass wir uns wieder miteinander verbinden, dass wir uns miteinander vereinigen.
in jeglicher Hinsicht. Also dieser Mensch träumt von dir, dieser Mensch will das Wahrhaftige, Aufrichtige mit dir. Ja, und das darfst du dir jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen restlichen Tag. Alles Liebe. Ciao, ciao.